Kerstin Held lebte Inklusion schon lange, bevor sie den Begriff überhaupt kannte. Seit 2000 nimmt sie Pflegekinder mit Behinderung bei sich auf und bietet vielen von denen genau das, was sie sonst nicht erfahren würden und nicht hätten, nämlich eine Familie. Außerdem engagiert sie sich politisch und ist die Vorsitzende des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder. Schönen guten Morgen, Kerstin Held. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Danke. Wir fangen überraschenderweise mal ganz am Anfang an. Okay. Wie bist du Pflegemutter geworden und warum? Das war ich nicht. Das ist immer so meine Antwort. Ich habe immer das Kind nach Hause geholt, was ich im freiwilligen sozialen Jahr betreut habe, am Wochenende in Ferien. Und mein damaliger Mann hat dann irgendwann gesagt, wenn ich den Jungen jetzt noch einmal zurückbringen muss in das Heim, dann setze ich mich mit ihm nach Tahiti ab. Und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir ihn auf. Das kann ja nicht so schwer sein. Und Kindergeld und ich gehe auf halbe Stelle, das schaffen wir. Völlig blauäugig. Haben die Eltern angerufen, zu denen ich Kontakt hatte, und die Mama weinte dann am Telefon und hat gesagt, das ist das, was ich mir für Sascha immer schon gewünscht habe. Und eine Familie, weil sie es nicht sein konnten. Und dann haben wir das gemacht. Dann hat er zu Weihnachten 2000 ein neues Zuhause bekommen. Und irgendwann hat mir dann mal jemand gesagt, dass das Jugendamt ein Wörtchen mitzureden hat und eine Pflegeerlaubnis vergeben muss. Und ich dachte, pflegen kann ich, die brauche ich nicht. Es war also mehr Blauäugigkeit gab es nicht. Und so sind wir gestartet. Wärst du selbst auf die Idee gekommen? Nein, wäre ich nicht. Und wie schnell ging das, dass du davon überzeugt warst, als er das vorgeschlagen hat? 2,5 Minuten. Wirklich so schnell? Es war euch beiden so schnell klar dann? Für mich ist es das Normalste von der Welt, 4 Räder neben mir zu haben. Deshalb musste er mich nicht überzeugen. Ich hatte eher Sorge, was er dazu sagen würde, käme ich jemals auf so eine verrückte Idee. Aber nun kam er auf die, das war einfacher. Was heißt das für dich, ist das Normalste, 4 Räder neben dir zu haben? Ich bin mit einer Schwester groß geworden, die ihren ersten Elektrorollstuhl bekommen hat, da war ich 5. Da war sie 2,5. Ich war eigentlich nur sauer, dass ich keinen hatte. Also für mich hatte das nichts mit Behinderung zu tun, sondern eher damit, dass die was Cooles hatte, was ich nicht hatte. Silke war ein Kind, super schlau, super vorlaut, super anstrengende kleine Schwester. Und so haben wir uns auch verhalten, ganz klar. Und die Behinderung kam irgendwann. Also für mich in meiner Wahrnehmung kam die irgendwann. Aber eigentlich habe ich immer alle anderen für eher unfähig oder nicht fähig gehalten, damit umzugehen, aber nicht meine Schwester für ein behindertes Kind. Und schlussendlich, als dann ja irgendwann das Wort Inklusion kam, dachte ich, so heißt das, was für mich ziemlich normal ist. Meine Schwester starb, da war ich 18, bei einem Autounfall, nicht an ihrer Behinderung. Man hat eigentlich gedacht, sie verstirbt an ihrer Behinderung, weil das ein fortlaufender Werdegang hin bis zum Tod durch Muskelschwäche ist. Und sie ist in Holland Heiligabend durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und und da war für mich irgendwie klar, okay, das kann ich ganz gut und das mache ich weiter. Und an der Stelle verstehe ich das tatsächlich einfach noch nicht, ne? Also weil das ist offensichtlich ja was dich sehr selbstverständlich geprägt hat, ne? Und du hast eben gesagt, du hast viel später erst verstanden, dass das eine Behinderung war, ne? Und trotzdem dann zu sagen, ich kümmere mich weiter um diese Menschen. Also für mich hat das eine mit dem anderen eigentlich erstmal wenig zu tun. Zu sagen, ich kann das, aber ich mache das auch, sind ja 2 unterschiedliche Dinge. Jein, ich glaube, mir fehlt was. Also mir fehlt was, wenn das nicht in meinem Leben ist, weil ich eine andere Normalität habe als die neurotypischen Menschen. Also zum Beispiel, als ich sagte, ich nehme Sascha bei mir auf, sagte meine Mutter, ich habe mir für dein Leben was anderes vorgestellt. Geh doch erstmal ins Kino, mach Partys. Ich war 25, ich war gerade verheiratet. Und dann sagt sie, fahrt in den Urlaub. Mach irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen doch was. Ja, aber mach doch was Sinnvolles. Und dann habe ich gesagt, ich habe sie nicht verstanden. Ich kenne kein Leben ohne das. Ich habe kein Vergleichswunschleben. Und diese Selbstverständlichkeit hat es für mich dazu gebracht, dass als meine Schwester noch lebte, ich bin mit 16 ins freiwillige soziale Jahr gegangen und von zu Hause weg, um in einem Wohnheim zu arbeiten mit 10 behinderten Kindern in der Pflege. Und dort habe ich Sascha kennengelernt und habe das weitergemacht. Das hatte für mich nichts mit meiner Schwester zu tun. Das ist ja mein Leben. Also war ja mein Leben, nicht ihrs. Naja, aber ja doch, weil dein Leben ja geprägt war von der Beziehung zu deiner Schwester auch. Genau, wer ist nicht von seinem Leben geprägt? Genau, aber wir reden gleich auf jeden Fall über das Abenteuer, das dein Leben jetzt ist. Also okay. Wirklich auf jeden Fall. Also hast du jemals darüber nachgedacht, das Abenteuerleben ohne Menschen zu haben, um die du dich in dieser Intensität kümmern musst?
Das habe ich. Ich hätte jetzt fast gesagt, eine Parallelwelt dazu eröffnet, als ich Eventmanagerin geworden bin, war das totale Gegenteil. Wobei ich am Ende... Da kümmerst du dich auch sehr viel um. Ich wollte gerade sagen, obwohl ich am Ende hinterher gemerkt habe, okay, sein, es ist auch eigentlich ein Pflegeberuf, genau. Das war, aber es war so ein Ausbruch aus dieser Care-Role, aus dieser Fürsorgerolle mal in diese Welt, wo es einfach um Kohle und um Licht und um Laut und um viel geht. Und schlussendlich aber zu bemerken, es hat total viele Synergieeffekte, ne? So, und die dann wiederum zu nutzen, um dann Vorsitzende vom Bundesverband behinderter Pflegekinder zu werden. Du hast insgesamt 12 Pflegekinder in unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Zeiten gehabt. Wie viele wohnen jetzt bei dir? Derzeit 4 noch. Die Große will jetzt raus. Ja? Ja, die soll jetzt irgendwann in ein betreutes Wohnen in Bremen, wo sie richtig was drauf machen kann. Wie alt ist die jetzt? Die wird im August 19. Also richtig normal, Flügge, innerhalb eines Jahres eskaliert. So, ich habe vor einem Jahr noch gesagt, die war doch gestern noch im Kindergarten. Innerhalb des letzten Jahres hat sie mir deutlich gemacht, oh nee, komm. So, und das ist jetzt für Zeit. Diese 12 Kinder über diese Jahre verteilt, was sind deren Geschichten? Wo kamen die her? Wie kamen die zu dir? Was waren die Prognosen? Super unterschiedlich. Also die einfachste Geschichte ist Sascha, die ich schon erzählt habe. Und da kam irgendwann seine leibliche kleinere Schwester hinzu, die sagt heute, ich stand im Kleingedruckten. Die habe ich heute adoptiert. Die ist selber Pflegemutter von einem Kind mit Behinderung. Ich hatte versucht, es ihr auszureden, aber mir fehlten die Argumente. Das war problematisch. Du bist vermutlich wirklich die Schlechteste, um das auszureden, oder? Ja, es ging gar nicht. Ja. So. Und in dem Haus wohnte noch ein junges Mädchen oben, die es ganz schwierig irgendwie hatte, die ganz viel bei uns war. Und die ist heute Heilerziehungspflegerin. Ich sage immer, das sind meine beiden normalbehinderten Kinder, weil ich finde immer normal und behindert total doof. Alle anderen Kinder kamen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, die auch in meinem Buch beschriebene schwerwiegendste Geschichte ist von Richard, der in einem Bordell zur Welt gekommen ist, von einer obdachlosen, in Zwangsprostitution lebenden Frau, der durch Zufall gefunden worden ist vom Rettungsassistenten und klar war, dass er mit 2,4 Promille, die er auf die Welt gekommen ist, Mutter HIV-positiv, Hepatitis C, es einfach gar nicht schaffen kann. Der hatte 2,4 Promille Blutalkohol als Neugeborener. Ja. Und dann hat er in der Klinik alleine einen Entzug gemacht und irgendwann hat man gesagt, so, er hat sich fürs Leben entschieden, wie lange weiß man nicht. Und dann hat eine ehemalige Mitarbeiterin von uns, wir haben immer im Haus, muss man sich vorstellen, Mitarbeiter, die mich unterstützen, weil alleine kann man das gar nicht schaffen, die ich aber im persönlichen Budget, das heißt, die Kinder bekommen Gelder und ich nehme nicht einen Pflegedienst oder Fremdanbieter, sondern sage, ich stelle Menschen für dieses Geld selber ein, damit meine Kinder nicht immer durch 1000 Hände gehen, ich nicht weiß, wer zu uns nach Hause kommt. Und das war eine ehemalige Mitarbeiterin, die rief mich an, die war mittlerweile bei der Stadt beschäftigt und war Amtsvormünderin und hat gesagt, mein Kollege hat da einen kleinen Jungen gefunden. Und da war gerade mein Pflegekind 4 Wochen davor verstorben. Und ich habe dann gesagt, okay, lass mich durchatmen und lass mich denken. Und dann sind wir hingefahren und dann habe ich gesagt, der ist ein kleiner Benjamin Button. Es gibt einen Film, Benjamin Button, wo so ein wirklich, ja, ein kleiner, alter, weiser Mensch zur Welt kommt. Und das ist Richard und Richard ist heute 10. Und so ganz unterschiedlich sind die Geschichten meiner Kinder. Also von allen Kindern mit Behinderung sind 2 Kinder in Obhut gegeben worden, auf ganz klarem Wunsch der Eltern. Mit Sascha sind es 3. Aber 2, wo die Eltern gesagt haben, ich möchte, dass mein Kind in eine Pflegefamilie geht. Davon 1 zum Sterben kam und auch 9 Monate später bei uns zu Hause verstorben ist. Das sind alles so unterschiedliche Geschichten, von ins Leben entlassen bis zur Lebensmüdigkeit begleitet. Aber letzten Endes ist es immer, ich habe immer gesagt, es ist so schlimm schön. Also das ist so von beidem alles dabei. Wie organisierst du denn den Alltag? So, also du hast 4 Kinder jetzt bei dir, ja, die alle völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, richtig. Und wie funktioniert das? Ich versuche das immer personenzentriert ist das schöne neue Wort, also wirklich natürlich am Kind orientiert, aber auch natürlich an meiner Lebenswelt und unserer Lebenswelt orientiert. Ich habe 2 Kinder bei mir mit sogenanntem Intensivpflegebedarf, die haben eine Trachealkanüle, die brauchen halt
zum Teil Atemhilfe, Sauerstoff. Das heißt, die haben hier wirklich einen Schlauch drin? Genau, da ist einfach eine Kanüle. Ja. Also da ist jetzt nicht immer ein Schlauch drauf, sodass da ein Beatmungsgerät drauf ist. So muss man sich das nicht vorstellen. Aber es ist, wenn die krank sind, brauchen die Sauerstoff. Es ist so, dass sie diese Kanüle brauchen, um sicher atmen zu können. Das setzt voraus, dass immer jemand das Kind im Blick hat. Denn alleine, wenn ich zur Toilette gehen würde und das Kind verschluckt sich, kann es dann ersticken. Und das bedeutet, dass man 24/7 Pflegekräfte im Haus haben muss, sogenannte Intensivpflegekräfte. Das hat nichts mit Pflegefamilie zu tun. Wenn du jetzt ein Kind hättest, was schwerstbehindert ist und diese Hilfe bräuchte, hättet auch ihr zu Hause 24/7, sofern es das Personal gibt, eine Pflegekraft zu Hause. Das ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen hat man eine Unterstützung und auch eine Verantwortung, die man teilen kann, ganz klar. Und zum anderen ist man nie mehr allein. Also ich habe letztens noch gesagt, ich glaube, es ist 9 Jahre her, dass ich in Unterwäsche zur Toilette gegangen bin. Die größte Problematik ist die Einsamkeit zwischen so vielen Menschen dann zu empfinden, weil es wirklich so ist, dass man auf einer Funktionsebene ist mit diesen vielen Fremden im Haus. Aber wir brauchen sie, damit die Kinder Familie leben können. Ansonsten werden sie eine Einrichtung. Daraus entstehen halt Synergieeffekte. Ich sitze hier. Warum sitze ich hier? Weil ich 2 Pflegekräfte zu Hause habe, die auf die beiden Jungs gucken mit Intensivpflegebedarf. Die Große ist gerade unterwegs und der Kleine ist bei meiner Adoptivtochter und ist gerade gut zufrieden, dass er da mit frühstücken darf. Und so wird es dann logistisch. Also es ist ein großer organisatorischer Aufwand. Plus pflegebedürftige Kinder brauchen auch viel Material. Also habt ihr bei euch ein Warenlager oder so? Die Garage gibt es nicht mehr. Die Garage, da stehen 2 Waschmaschinen, ein Industrietrockner und ein sogenanntes, im Krankenhaus sagt man Magazin. Da ist dann für einen Monat, die Provider liefern immer für einen Monat das Material. Das heißt Sondennahrung, Trachealkanülenbedarf, Inkontinenz. Die Garage ist bis unters Dach voll mit Regalen beschriftet. Logistisch Eventmanagerin. Also ich sag doch, es ist ein Pflegeberuf. Doppelter Pflegeberuf. Es ist so. So ist es. Und man sagt dann so, ach ja, wenn ich so ein ganzes Arsenal an Hilfskräften da habe, dann könnte ich auch behinderte Kinder nehmen. Dann sage ich, wenn diese Vorurteile kommen, sage ich mal, bitte. Es gibt ganz viele, die ihn zu Hause suchen. Es kann sich jeder eingeladen fühlen, genau das zu tun. Weil natürlich die Vorurteile wiegen immer schwer in unserer Gesellschaft. Das geht total schnell. Ne? Ach ja, da kommt Familie Held mit ihren Pflegekräften. Was sind denn die Vorurteile? Helfersyndrom, verlorene Schwester kompensieren, Geld, ganz großes Vorurteil. Im Sinne von? Man macht das wegen Geld. Also man ist ja Verstehe ich auch gar nicht. Ja, man würde ja so viel Geld dafür kriegen, wenn man ein Pflegekind nimmt. Und wenn man dann 4 hat, kriegt man ja 4-mal so viel. Dann sage ich immer so. Aber du musst doch die Menschen bezahlen, die bei dir arbeiten, plus das Material. Das kommt ja übers persönliche Budget, ne? Natürlich, das muss man verwalten. Ich rechtfertige das persönliche Budget meiner Kinder halbjährlich vor dem Jugendamt, vor dem Amtsgericht, vor der Krankenkasse und vor dem Sozialamt. 280 Seiten, wenn ich es ausdrucken würde. Pro Kind übrigens, ne? Das können wir dann mal 4 nehmen. Es macht nicht so viel Spaß, ist auch nicht meins. Alternative ist, ich beauftrage einen Pflegedienst, der kommt und dann sind meine Kinder durch 30 Paar Hände im Monat gegangen und ich wusste morgens nicht, wer abends zum Dienst kommt und das fand ich nicht familiär, das fand ich nicht gut. Deshalb gibt es diese Doppelrolle Arbeitgeberin und Mama. Das gibt es aber nicht nur in Pflegefamilien, das gibt es auch in Herkunftsfamilien, die dieses Modell wählen. Das ist kein Hexenwerk. Die Vorurteile sind unter anderem auch der Grund, warum ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich gesagt habe, es gibt Geschichten, die muss man erzählen, damit die Menschen sie verstehen. Da sind wir wieder beim Inklusionsgedanken. Vorurteile entstehen immer durch mangels Wissen. Und wenn man die Geschichten erzählt, dann ist es eine Entscheidung, ein Vorurteil zu haben. Und wenn sich ein Mensch, der mir zugehört hat, dennoch zu einem Vorurteil entscheidet, dann ist es nicht mein Mensch. Also das war auch meine Strategie, damit umzugehen. Was ist das Vorurteil, was dich am meisten trifft? Du bist keine Mutter, du bist ein Leistungserbringer. Weil du die Kinder nicht geboren hast. Genau. Ja. Keine Ehefrau hat den Ehemann oder die Ehefrau oder den Bruder geboren. Also es ist völlig egal. Wenn wir einen Menschen lieben, müssen wir ihn doch nicht gebären. Und warum wird es einem dann abgesprochen? Also gerade im Todesfall war so, ja, sei mal froh, dass es nicht deins war. Es wäre viel schlimmer. Und dann denke ich so, was ist das für eine Wertung? So. Ja. Was heißt denn Inklusion für dich? Ich finde, dass Inklusion in unserer Gesellschaft, ähnlich wie viele ideologisch aufgehängten Begriffe, eine Debatte geworden ist, die für viele Menschen nicht gut mit Inhalt zu füllen ist. Es ist ja total abstrakt. Und ich bin auch der Meinung, dass wir nebst dem Aktivismus, wir wollen Inklusion und jeder kann mitmachen, auch immer die
ich sag mal, die Kehrseite der Medaille im Blick haben müssen, wen überfordern wir natürlich auch mit diesen Forderungen, weil ansonsten erreichen wir gar nichts. Das ist ja mit allen Dingen im Leben so. Will ich zu viel und mein Gegenüber kann das nicht geben, wird es nie zu einem Match führen. Und ich glaube, genau da sind wir, aber auch in vielen anderen Bereichen. Im Klimabereich sind wir da, wir sind im Bereich von Rassismus da, wir sind im Bereich von Inklusion da. Und ich finde, Inklusion ist ein Gefühl. Das muss man fühlen und muss man wahrnehmen und ist geprägt durch Empathie in erster Linie und durch Toleranz. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mich um Normierungen und um Gesetze kümmern und um ISO-Normen und diese ganzen Dinge. Man spricht immer von Barrierefreiheit und ich sage dir so, was für dich barrierefrei ist für mich noch lange nicht barrierefrei. Die hoch aufgehängte Barrierefreiheits- und Inklusionsdebatte ist nicht für jeden einzelnen Menschen sinnhaft zu füllen, weil kennt man einen in dem Fall, der sich inkludiert fühlt, aber an einer anderen Stelle fühlt er sich das nicht mehr. Deshalb ist es eigentlich eine Momentaufnahme, wie ein Polaroid-Foto. Und es passt oder es passt nicht. Was müsste denn passieren? Wir haben über Inklusion und Barrierefreiheit gesprochen und du engagierst dich ja politisch auch. Was muss passieren, damit du sagst, jetzt sind wir auf einem guten Weg? Unsere Politik ist ja nun ein sehr träges Werk und auch ein sehr kontroverses Werk und alle 4 Jahre neu gemischt. Und ich glaube, es wird kein Gesetz Inklusion herbeibringen. Es wird auch kein Gesetz dazu führen, dass man sich nicht mehr rechtfertigen oder erklären muss in unserer Gesellschaft. Aber was es geben muss, ist wenigstens das Kind mit Behinderung und seinen kindlichen Bedarfen im Kinder- und Jugendgesetz. Und das gibt es nicht. Und ich glaube, wenn wir da ganz fest und da seit vielen Jahren hinarbeiten, und ich bin jetzt auch politisch da involviert als Sachverständige im Ministerium, zwischendurch auch in der Befragung, sind jetzt aktuell ganz, ganz strenge Hausaufgaben seit 7 Jahren und da sich noch nicht so viel bewegt, ist es wirklich so, dass wenn wir es dann schaffen, dass in erster Linie ein Kind ist und dann kommt erst die Behinderung, aber die wird nicht übersehen in diesem ganzen wir machen alles eins, dann sind wir auf einem guten Weg. Und wenn es dann heißt, Kinder mit Behinderung gehören nicht in Heime, wenn sie nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen, sondern können in Pflegefamilien aufwachsen und da tun wir alles für, dann ist es großartig. Also du hast so viel erzählt von den organisatorischen Herausforderungen, von den Vorurteilen, mit denen du konfrontiert bist. Wo bleibst du denn in der ganzen Geschichte? Die Frage kriege ich so oft gestellt. Natürlich. Bietet sich ja nur noch an. Ich habe bis heute keine, ich sage jetzt mal Standardantwort darauf. Ich bleibe irgendwo dazwischen und ich gehe auch verloren. Alles andere wäre gelogen. Und wenn ich verloren gehe, versuche ich mich wiederzufinden und das gelingt mir nur durch mich selber. Musik ist ein ganz wichtiger Schlüssel für mich, Eventmanagerin. Mit Musik und ans Meer fahren und versuchen auch dann wirklich mal rauszukommen, weil ich kann mir ja nicht mal unbedingt schlechte Laune erlauben, weil dann sind die Mitarbeiter gleich auch lost. Und ich nehme mir super viel Kraft aus den Kindern. Also ganz viele sagen so, ja, aber dann bedienst du dich emotional an den Kindern. Aber ja, ich glaube, das tun wir gegenseitig. Und es ist eine Oase, wenn man mit dem kleinen Richard da sitzt und er einem sein Lieblingsspielzeug reicht und auf den Schoß kommt und von sich aus ganz nah sein Ohr an meinen Mund drückt und darauf wartet, dass ich ihm was vorsinge. Das ist, dann gehe ich da raus und bin 2,50 Meter groß. Ne? Also wirklich, ja. Das ist für mich. Was willst du hören? Nee, wirklich, ne, weil auch wenn du sagst, das ist und die wie Frage. Du merkst, ich kriege immer gleich feuchte Augen auch, weil ich da so nah dran bin. Das ist einfach so, das ist so viel Liebe und so viel, was man daraus mitnehmen kann. Und dann geht man raus in diese moralisierende Gesellschaft, die nur noch fragt, ob man sich richtig ausgedrückt hat, aber nicht mehr, was man gesagt hat. Und dann ist es eine Insel. Und der Moment, wenn du keine Pflegekinder mehr haben kannst, magst, möchtest, sollst? Die Pläne habe ich auch. Dann setze ich mich bei Semmelkonzerts hin und sage, pass mal auf, eure Konzerte sind nicht inklusiv. Ihr setzt die Rollifahrer immer da hinten hin. Okay, es bleibt trotzdem das Lebensthema. Dann. Und wir brauchen nochmal einen Akustikboden für die gehörlosen Menschen und für die aus dem Autismus-Spektrum wäre es cool, wenn der Bühnengraben ein bisschen tiefer wäre. Also ich habe schon Ideen. Ich möchte auch beide Häuser, die im Moment von meiner Adoptivtochter und mir immer so mitbewohnt werden, dann irgendwann zur Verfügung stellen dieser Welt und irgendwie entweder nach Hamburg oder wohin in eine kleine Stadtwohnung. Ich möchte einen Müllschredder haben und ich möchte eine kleine Stadtwohnung mit guter Infrastruktur, wo ich kulturell was erleben kann und
mit ein paar Freunden ohne Sorge abends Leute gucken. Sowas total, was für andere so normal ist. Das ist für mich nicht. Da fangen wir mal an mit. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte heute mit mir geteilt hast und mit uns geteilt hast. Danke. Sehr gerne. Und vielen Dank Ihnen, dass Sie heute dabei waren bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag. Tschüss.